Einen schönen guten Morgen, liebe Freunde. Schön, dass ihr da seid und ein herzliches Shalom für den heutigen Tag. Die Losung für den heutigen Dienstag finden wir im 2. Mose 19,6. Da heißt es, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sagt Gott zu seinem Volk. Wobei ich jetzt nicht explizit sage zu den Juden, sondern zu seinem Volk. Zu den Menschen, die sich Gott anvertrauen, die Gott nachfolgen. Für die hat er eine große, wunderbare, herrliche Aufgabe. Wir sind keine Obdachlosen, die herumhängen und nur noch am Betteln sind, die in der Welt nichts bedeuten, sondern wir sind in den Augen Gottes großartig und wichtig. Ihr sollt mir ein Königreich sein. Ein Königreich. Wir sind Gott also so wichtig, dass er uns in seine wunderbare Gnade hineinnimmt. Ihr sollt mir ein Königreich sein. Von Priestern und ein heiliges Volk. Priester, das heißt Menschen, die für ihre Mitmenschen eintreten, für sie beten, für sie kämpfen, für sie in den Riss treten. Priester sind sowas wie Hirten, wie Menschen, die sich um die Schwächeren kümmern, wie Menschen, die sich um die Nicht-Gelehrten kümmern, die auch zum Leiten und Lenken gedacht sind. Und ein heiliges Volk. Heilig. Klingt immer so erhaben, so würdevoll. Eure Heiligkeit. Wir sind keine Nachfolger dieser Heiligkeit, denn heilig heißt nach der Schrift nicht fehlerfrei, nicht perfekt, sondern ausgesondert, abgesondert, losgelöst vom Bösen, losgelöst von der Welt, losgelöst sein von der Sünde. Das bedeutet heilig. Dass damit nicht eine besondere Gruppe von Menschen, die durch den Papst heilig gesprochen werden, sehen wir eigentlich an all den Briefen im Neuen Testament, wo oft die Anrede im Raum steht, an die Heiligen zu Rom, an die Heiligen zu Ephesus, an die Heiligen und so weiter. Das heißt nicht an die Perfekten in Rom, das heißt an die Abgesonderten, an die Ausgesonderten in Rom, die sich von der Welt absondern und in der Gemeinschaft der Heiligen zusammenfinden. Gemeinschaft der Auserwählten. Es gibt auch einen anderen Begriff, der nennt sich Ekklesia, die oder Herausgerufenen. In diesem Wort hier sehen wir, wie wichtig wir Gott sind und was er Wichtiges tut, um uns in sein Königreich hineinzufinden. Keiner ist gezwungen, jeder kann sagen, nein, danke. Aber wir sehen, dass Gott immer am Ball ist und am Ball war, um uns herauszufiltern aus dem sündigen Weg. Und im 1. Petrus 2, Vers 5 steht der Lehrtext. Erbaut euch als lebendige Steine zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefallen und sind durch Jeschua Christ HaMashiach. Mit Jeschua
haben die Fleischopfer aufgehört. Jeschua ist das einzige wahre Opferlamm, welches Gott geschickt hat zur Erlösung vieler. Du wunderst dich jetzt vielleicht, warum ich sage vieler. Eigentlich muss es heißen aller. Denn Gott sagt auch, ich will nicht, dass nur ein Sünder verloren geht. Also Gott will, dass alle errettet werden durch den Opfertod Jeschua. Aber das Problem ist halt, dass es viele nicht annehmen wollen. Viele lehnen es ab, deswegen habe ich gesagt, zur Erlösung für viele. Ich danke Gott, dass die Türen offen sind, dass er die Tür aufgemacht hat, dass wir uns ihm nähern dürfen, dass wir uns ihm annähern, mit ihm gehen, an ihn glauben dürfen. Gott sagt, wir sollen uns erbauen als lebendige Steine. Um eine große Mauer zu bauen, brauchen wir Steine, die nebeneinander, aufeinander, im Verbund und wie zusammengelegt werden, mit Mörtel verpicht. Aber Gott sagt hier zu lebendigen Steinen. Es geht um den Tempel, in dem Gott selber Wohnung nehmen wird. Es ist in der Versammlung. Die Gemeinde, die Gemeinschaft, die Erwählten sollen die lebendigen Steine sein, um eben einen geistlichen Bau, ein geistliches Haus zu erstellen, in dem Jeschua zu Hause sein kann, in dem Jeschua das Heft in die Hand nimmt, um seine Kinder zu segnen. Wir sollen ein geistliches Haus sein. Gott wohnt nicht in Häusern aus Steinen erbaut. Gott kommt höchstens in diese Häuser durch die Versammlung seiner Kinder. Bist du bereit, in diesem geistlichen Haus dich zu einer heiligen Priesterschaft berufen zu lassen? Zu Opfern geistliche Opfer? Was sind geistliche Opfer? Zum Beispiel das Beten, Fasten, Zeit zu opfern für andere Menschen. Oder wie es im Jakobusbrief heißt, euer vernünftiger Gottesdienst sei, die Witwen und Waisen zu besuchen. Oder im Psalm 50 heißt es, opfere Gott Dank. Danken für Dinge, die schon geschehen sind. Und danken für Dinge, die mir gefallen haben. Das ist kein Opfer. Das ist eine einfache, leichte Sache oft. Sollte man glauben oder meinen. Aber auch für Dinge zu danken, die noch nicht geschehen sind. Für Dinge zu danken, für die wir noch erhoffen. Zu danken auch für Dinge, die uns nicht geschmeckt haben. Das heißt Dank opfern. Das sind die geistlichen Opfer. Damit werden wir verschmolzen mit dem Vater im Himmel. Beten ist so viel wie das Rauchopfer im Alten Testament. Rauch hat man geopfert, so diese Verbrennungsrückstände, als einen Lob und Dank zu Gott. Ja, und dann Opfer zu geben, die Gott wohlgefällig sind, durch Jeschua. Jeschuas Liebe zu uns war geistliches Opfer. Denn die Menschen zu lieben ist gar nicht einfach. Ich denke, da könnt ihr alle mitreden, da könnt ihr alle ein Lied davon singen. Manche Menschen zu lieben ist absolut schwer. Aber sie dennoch zu lieben, das ist ein geistliches Opfer. Jeschua ging in den Garten Gethsemane, um zu beten vor seiner Hinrichtung. Jeschua bat seine Jünger, haltet mit mir Wache und betet. Als Jeschua zurückkam, schliefen sie.
So schliefen sie. Er weckte sie. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Dieser Gebetskampf im Garten Gethsemane bis zu seiner Verhaftung war ein geistliches Opfer. Es ist nicht immer einfach, das Richtige zu tun. Es ist nicht immer einfach, stabil zu bleiben auf dem Weg, auf den Gott uns gerufen und bestimmt hat. Aber wir sollen lernen, die geistlichen Opfer sind die Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Geistliche Opfer sind auch, wenn ich mir Zeit nehmen muss für einen Menschen, obwohl ich jetzt lieber in der Sonne liegen würde. Alles, womit Gott geehrt wird, ist ein geistliches Opfer, was uns vielleicht zuwider sein mag. Aber Gott liebt uns und macht uns stark. Und in Jeschua sind diese Opfer vor Gott immer wohlgefällig und ein Wohlgeruch. Lasst euch gebrauchen von Gott. Lasst euch bewegen von Gott. Denkt bitte daran. Herr, deinem Bauwerk droht Gefahr. Es wanken seine Mauern. Soll, was von dir gegründet war, in Stürmen nicht mehr dauern? Schon mancher Pfeiler stürzte ein. Erzeige deine Treue und komm, du Bauherr der Gemein, und bau uns Neues auf. Lasst euch hineinnehmen als lebendige Steine. Lasst euch behauen, lasst euch kneten, lasst euch formen, damit Gott uns in der Form einbaut im Tempel, in dem heiligen Tempel, wie wir hineingehören. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Möge der Herr euch Gnade schenken. Amen.